Und ich ich beobachte das ja auch bei ehemaligen Klassenkameraden, Bekannten und so weiter, wenn die dann... Du beobachtest deren Kinder? Man kann ja mal kurz so, also, ist ja nicht im Netz, ne? Ist ja nur durchs Fenster. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butchbop, 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 Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butchbop 42 Spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, sodass wir uns auch in allen anderen Spielen hier auf diesem Kanal wiedersehen werden. Und ich werde bald Papa. Hier im Spiel. Echt? Hatte Penny dich gefragt letztes Mal? Ja, schon ja. Nice. Geil, oder? Cool. Ja. Und wir haben schön Herbst. Und Bob, draußen ist es weiß. Erstmal, Abigail hat alles gegossen. Das ist schon mal sehr Okay. Ist bei dir auch draußen alles weiß? Naja, nicht mehr ganz so. Der ganze Bums taut irgendwie weg. Und ich hasse das. Echt? Selbst bei mir hier ist noch alles weiß, aber so richtig krass. Ich hasse es, wenn der Schnee wegtaut. Das Ja. ist furchtbar. Ich will Schnee haben. Also so eine schöne Schneedecke einfach. Ja. Ich merke aber auch, dass ich überhaupt ich mag zwar Winter, wie er aussieht, aber ich kann mit Kälte überhaupt nichts anfangen. Ja, ich schon. Das Kälte nervt ist mich geil. so dermaßen. Kälte ist besser bei mir als reißt gerade alles Wärme. rein. Bei mir reißt irgendwie gerade alles ein im Gesicht und das ist irgendwie, ach, keine Ahnung. Ich kann voll gut mit Hitze. So. Aber Ja, deswegen ich fang- ergänzen wir uns auch so super, Bob. Ja, ich fange einfach an zu schwitzen und stinken und dann mag ich das nicht. Geil. 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 Oh, erzähl mir. Ja, ich höre zu, bitte hör nicht auf zu reden. So, was macht man jetzt? Weiß ist der nicht, was Plan? steht denn hier in meinem Hofbuch? Fischen. Gotteslachsfang. Ebene 100 hier und Bürgermeister-Shorts habe ich noch. Iridiumbarren für den Zauberer. Ansonsten die 100.000, um dein Haus auszubauen. Hä, habe ich die nicht schon? Weiß ich nicht. Wann weißt du, wie lang das her ist? Eisenbarren brauchen wir anscheinend. Die habe ich doch schon gemacht. Habe ich doch schon einen Auftrag gegeben. Hast du schon einen Keller drin? Nee, aber es ist schon ein Auftrag gegeben. Ah, so. Oh, warte mal. Wenn ich mich nicht ganz irre. Irgendwie ist meine Maus hier heute nicht richtig eingestellt. Hey, ich muss Emily immer noch eine Aprikose bringen? Ja, Was ist dann da bring mir los? doch eine. Ja, mache ich jetzt auch. Ja, das ist ja easy peasy. Muss derweil irgendwas Spannendes erzählen. Ich muss mal hier irgendwie mein Mausprofil gerade umstellen, weil irgendwas hat sich da... Dein Mausprofil. Weil ich gestern Abend noch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Gespielt habe. Und da habe ich ein anderes Mausprofil als für Stardew Valley. Verstehe. Hey, was? Du und deine Mausprofile, du nutzt das immer. Ich habe das noch nie. Ich habe mir noch halt nie so ein neues eine Erleichterung. Mausprofil. Weiß ich gar nicht. Ich brauchte bloß Doch. Rechtsklick und Linksklick. Nee, hier, ich brauche doch auch, um mein Inventar zu öffnen. Ja. Habe ich einen. Dann habe ich, um mein Inventar da oben, also die Inventarleiste, durchzuschalten. Was man ja, weiß ich gar nicht, macht man das mit Tabstop oder so Mausrad. sonst? Mausrad. Stimmt, Mausrad ist eigentlich auch eine gute Idee dafür. Ach so, nee, das ist mit Tabstop. Ach so, du meinst die Reihen so durchhalten. Ja, genau. Das ist Nee, halt aber die einzelnen ziemlich, Dings mit cool. mit Mausrad irgendwie? Ja, das ist ja klar. Ja. Aber, naja, solche Sachen. Ist halt so, wie nennt man das hier? Quality of Life Zeug oder so. Ja. Macht halt das ein bisschen einfacher, das Handling. Okay. Habe ich mich wirklich noch nie mit beschäftigt. So, ich bin immer so ein absoluter, okay, das Spiel gibt das so und so vor. Manchmal ändere ich das vielleicht so ein bisschen, aber eigentlich behalte ich alles genauso bei, wie es das Spiel vorgibt. Oh, nee, ich ändere die Keybindings immer. Immer. In jedem Immer? Spiel, wo es Warte, irgendwie nur Hailey. geht. Oh. Hailey. Ich krieg dieses Glas einfach nicht auf. Oh, du bist Butch, richtig? Sag mal, du bist doch ziemlich stark. Ja. Großartig, dann solltest du ja kein Problem damit haben, dieses Glas für mich zu öffnen. Gib her und ab auf den Boden geworfen. Hier, bitte. Offen! Hey, du hast es geschafft. Du bist stärker, als du aussiehst. Danke. Jo, kein Ding. Sehr, sehr gern. Das war's schon? Ja, das war's schon. Achso.
Lame. Richtig lame. Anscheinend bist du stärker, als du aussiehst. Schönes Beleidigungskompliment. Butch hat den Erfolg vernetzt erhalten. Ah, okay. Voll der Nice. Socializer. Socializing. Sonst War bin ich ich mit doch der Haley noch- Socializer. War ich mit Helly noch gar nicht so nee, ja doch, mit Helly Hätte war ich ich noch mit gar Helly nicht so vernetzt. Doch, ich hab's doch bei der schon. Oh, nee, wirklich nicht. Was ist denn das hier? 4 Herzen. Das geht aber. Ja. Warte, ich habe heute zu viel Haargel benutzt. Es tut ein wenig weh. Was? Berühre es nicht. Was? Was? Alex ist komisch. Ja, er ist halt so ein richtiger Highschool-Fuckboy einfach. Ganz Ja. ehrlich. Das ist echt komisch. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich kann dir ein Thema nennen. Bitte. Und zwar habe ich aufgeschrieben, weil niemand weiß das, oder fast niemand weiß das, warum ich eigentlich Spanisch oder so oft spanische Sachen sage. Ja, warum tust du das? Dazu muss ich ganz weit zurückgehen, gar nicht so weit. Damals. Aber damals, als wir noch Spanisch gesprochen haben. Nee, und zwar, wir alle kennen ja South Park. Sie. Hahaha. Ja, genau. Sie fliegen. So, und das war quasi die Motivation dahinter. Spanisch zu lernen. Ne, so mehr oder weniger. Es war halt so wirklich so, sie fliegen, ne? Das hat man ja dann öfter so gesagt. Und einer Mitbewohner damals und ich, wir haben das dann irgendwie so ständig gesagt und dann haben halt öfter zu irgendwelchem Scheiß immer so sie so und so und sie so und so und ne, und dann haben wir uns halt so ein paar spanische Wörter so rausgesucht. Und die halt, ja, weiß ich nicht, gelernt, so, keine Ahnung, sí, muy bien, bla, so, ne, was man so spricht halt. Die normalen. Und, ja, irgendwann dachte ich so, ja, wäre eigentlich schon cool, wenn wir so ein bisschen mehr Spanisch könnten. Und wir waren dann mal irgendwann, weiß gar nicht, bei irgendeinem Burgerladen, vielleicht war es auch nur ein McDonald's. Und er mag halt keine Tomaten. Und dann hat er irgendwie den Spruch rausgebracht, Los Tomatos, nix Gutos. So nach dem Motto. Und dann haben wir halt mehr oder weniger nachgeforscht, was das dann, also wie es dann wirklich halt heißen müsste und so. Und das war dann so ein bisschen dieses, ach komm, lass mal so ein bisschen Spanisch lernen. Und dann haben wir darüber, mit Duolingo einfach angefangen. Genau. Ach, das ist schon cool. Und das halt alles nur wegen so einer dummen South Park-Szene. Aber das ist richtig schön. Ich glaube, das freut die South Park-Macher aber auch. Sie freuen. Sie freuen. Ja. Und wie lange machst du das jetzt schon? Tatsächlich habe ich es eine ganze Weile schon nicht mehr gemacht. Nee, das ist ja sowieso klar, weil Duolingo. Also ich habe halt, ich habe mir halt so einen gewissen Grundwortschatz angeeignet, den ich halt hauptsächlich aber eher verstehe, sag ich mal. Ja. Und aber jetzt, also so mega krass dann noch rein lernen, keine Ahnung, mache ich eigentlich gar nicht mehr so doll. Also ich nehme mir die Zeit dafür nicht, sagen wir es so. Okay. Ich lerne ja eigentlich Schwedisch. Und Japanisch und Englisch. Japanisch habe ich ja tatsächlich eher gemacht wegen meiner Japan-Reise, wegen meines Tokio-Aufenthaltes, um da nicht ganz so verloren dazustehen. Es hat mir sogar ein bisschen was geholfen. Also ich habe mich schon immer für Japanisch interessiert, weil Animes und so weiter und dann so ein bisschen Mangas gelesen und so eine kleine Phase gehabt, wo ich das irgendwie sehr cool fand und manchmal war in solchen Zeitungen waren dann auch so ein paar japanische Begriffe irgendwie drin und das fand ich schon immer ganz cool. Aber so, ich habe ja auch eine Weile lang Karate gemacht, habe auch irgendwie noch anderen Ninjutsu habe ich noch gemacht und sowas und da wird halt auch sehr viel japanische Begriffe werden da benutzt und deswegen lohnt es sich schon, wenn man das so ein bisschen versteht, weil es dadurch einfacher wird, sich das auch zu merken. Okay. Und man sich die Sachen dann auch fast schon so ein bisschen herleiten kann. Und das fand ich ganz cool und hat sich irgendwie für mich gelohnt. Und dann
mit Duolingo hat sich das eben dann angeboten, da auch wirklich so ein bisschen weiter reinzugehen. Blöd ist halt eben, dass man Japanisch nur über Englisch lernen kann. Ah, okay. Ja, stimmt. genau Das wie hatte ich beim bei Duolingo Schwedischen. mal gesehen. Ja. Genau wie beim Schwedischen. Das lerne ich auch über Englisch. Was jetzt kein Problem ist. Ich kann sehr gut Englisch, aber es ist halt trotzdem bei manchen Sachen ein bisschen nervig. Ja, du hast halt definitiv ein bisschen Bedeutungsverlust immer drin. Ja. Ja, leider schon. Und manche Vokabeln sind dann nicht immer ganz klar. Ja, da muss man jetzt schon gucken, was Duolingo denn da vorgibt, weil einfach das Wort you zum Beispiel, ne, was halt du oder ihr bedeuten kann. Ah, ja, ja. Und da kommst du schon manchmal so ein bisschen ins. Es geht dann über die restlichen Worte, kriegt man es dann hin, aber es ist halt trotzdem ein bisschen doof. Hm. Ja. Naja, gibt aber Schlimmeres. Wir sind ja nicht ganz dumm. Ja, weißt du, was es da Schlimmeres gibt? Was denn? Soll ich mal mit dir drüber sprechen? Warte mal, jetzt muss ich es vielleicht so formulieren, dass die Leute, über die ich dann jetzt rede, das nicht so mitbekommen. Das Nee, aber meine kann man. Lieblingsthemen. Ich kann es ja sehr allgemein verpacken. Wie stehst du zu, ich sag mal, Baby- und Kinderbildern und so weiter auf Social-Media-Plattformen? Also so Eltern, die halt Bilder von ihren Kindern, von mir aus auch schon so Säuglingsalter, so hochladen mit, oh, so süß, bla bla bla, keine Ahnung, whatever. Ich bin dagegen. Sehr gut, ich nehme mich auch. Ich sag mal so, aus der eigenen Praxis muss ich sagen, dass ich immer, wenn ich irgendwie mal mit einem Kind ein Foto gemacht habe, das klingt wenn du mal wieder auf deinem Spielplatz da vor deinem Haus genau. mit deinem Trenchcoat rumlungerst, ja. Die Kleinkinder, komm mal her. Hier, Mit den Süßigkeiten, die deine Oma zu viel gebacken hat. Foto hier. Nee, ist kein Problem. Nur ein kleines. Mach mal das T-Shirt hoch. Naja, jetzt wird's Oh eklig. mein Gott. So, dann habe ich immer, wenn ich das online gestellt habe, immer das Gesicht irgendwie verpixelt oder irgendwas drüber gemacht und so, dass man das Kind eben nicht erkennt. Ja. Datenschutz So. halt, ne? Also das ist doch wirklich das Mindeste. Und du kannst 1 Million Fotos online stellen. Ich meine zum Beispiel mal in Stories und so weiter, WhatsApp-Stories ist es noch was anderes, weil da kannst du ja auswählen, okay, das teile ich nur mit gewissen Leuten. Und ist jetzt nicht für die Allgemeinheit ist zugänglich. Mhm. Aber wenn du es zum Beispiel auf Instagram postest, nee, Mann, oder Facebook, nein. Ja, ich gar habe nicht. auch eher so an so Facebook und sowas gedacht, Ja. wo es dann halt auch einfach im Profil dann quasi drin ist. Genau. Nee, das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, und es ist egal, ob das Kind da zu sehen ist mit dem Gesicht oder nicht, auch wenn du das Kind da verpixelst und sonst was, wenn das Kind alt genug ist, fragst du das Kind vorher, Oh ja. ob das okay ist, das hochzuladen. Nicht nur, um die Rechte des Kindes zu wahren, das ist der eine wichtigste Grund daran. Der zweite Grund ist auch, um dem Kind klarzumachen, es ist nicht okay, wenn du Nein sagst. Also es ist nicht okay, ein Foto hochzuladen, wenn Nein gesagt wurde. Ja. So, das Kind entscheidet darüber. Du entscheidest darüber, ob Fotos hochgeladen werden von dir, wo auch immer, ob man das weiterschicken darf und so weiter. Auch wenn es nur ein Foto an die Großeltern ist. Oder sonst wohin. Ja, auf jeden Fall. Es wird vorher gefragt. Ganz einfach. Das ist so dermaßen wichtig und die Leute scheißen einfach drauf. Und ich Ja, finde das. finde ich erschreckend teilweise. Ja. Absolut. Ja, bin ich auch absolut deiner Meinung. Weil ich habe irgendwann mal, also es ist aber auch schon Jahre her, Ja. da ist dann der Fall eingetreten, dass eine Person ihre Eltern einfach in Grund und Boden verklagt hat. Ja. Wegen solcher Fotos. Weil die Absolut halt zu Recht. im Kindesalter oder was auch immer Fotos gemacht haben, okay, haben die dann halt hochgeladen auf Social Media und als das Kind dann irgendwann volljährig war, hat es die Eltern, glaube ich, sogar darum gebeten, die Fotos runterzunehmen. Die haben gesagt, hä, nee, wieso? Ist doch voll schön und andenken, bla bla bla. Und dann hat das Kind, oh, wir müssen ins Bett. Ja. Und dann hat Scheiße, das wir müssen Kind wirklich tatsächlich rechtliche Schritte gegen die Eltern eingeleitet. Und hat natürlich Ja. auch Recht bekommen, weil Recht am eigenen Bild und so weiter. Scheiße.
Ach, Butch, schön, dass du da schläfst. Ja. Naja, passiert. Ja, und fand ich total krass irgendwie. Also, wo ich mir zum einen denke, scheiße, du musst quasi deine eigenen Eltern verklagen, sodass du deine Rechte wahren kannst. Ja, aber guck dir das doch an, was im Netz los ist. So, die Leute scheißen einfach drauf. Ja, ganz furchtbar. Und das ist Also ich total glaube, nervig. die sehen das als nicht so schlimm an, so nach dem Motto, ja, ist doch nicht schlimm. Aber ich denke mir so, Alter, Doch, ist da es. kommt halt irgend so ein komischer Netzpirat, Alter, und lädt sich das Foto von deinem Kind runter und macht halt sonst was damit, Alter. Das will man doch auch einfach nicht. Ja, und das passiert. Und das ist nicht untertrieben. Diese Fotos sind frei zugänglich oftmals. Selbst wenn Ja. du ein privates Profil hast, trotzdem. Facebook hat die ja trotzdem drin. Also sie Facebook sind hat die trotzdem, ja trotzdem- auffindbar. Genau. Ja, und da... Und oh, du das gibst find ich deine ganz Rechte schlimm. an den Bildern ab, wenn du sie Ja. hochlädst. Ja, das stimmt. Das vergessen die Leute auch immer. Es ist nicht mehr dein Bild. Das steht in den AGBs drin. Also auch wenn man die nicht liest, Oh. man sollte das auf jeden Fall wissen. Kurze Sache, Gibt's- unsere Störe Ja. möchten Ahornsirup. Und das Geile ist, es war gerade Du hast- Ahornsirup fertig. Flop. Geil. Was machen die jetzt? Springen umher. Das ist ja lustig. Noch nie vorher. Also und gesehen. jetzt vermehren sie sich halt weiter. Also eben waren es 3 und jetzt ist sozusagen, jetzt können es 5 werden. Das ist ja cool. Das werden ja immer mehr. Hm. So. Ja, nee, deswegen finde ich halt mega krass und mega unverantwortlich von ganz vielen Leuten. Also ich kenne halt auch wirklich Leute, die dann so, ja, ist doch egal und ne und bla. Und ja, was habe ich denn davon, wenn ich das Kind irgendwie zensiere und ne. Ich denke mir so, naja, vielleicht, dass nicht irgendein kranker Perverser sich irgendwie auf die Fotos einen runterholt. Ja. So, also nur Genau mal so, das. halt so. Und ich habe Keine das, ich beobachte das ja auch bei ehemaligen Klassenkameraden, Bekannten und so Du weiter. wenn die beobachtest dann, deren Kinder? Man kann ja mal kurz, also, ist ja nicht im Netz, ne? Ist ja nur durchs Fenster. So. Nein, wenn die jetzt irgendwie schwanger wären und man sieht irgendwie, okay, die sind auf Instagram und dann, okay, was passiert da? Mal gucken, ob sie zu welchen Eltern sie denn gehören. Weißt du? Ah, okay. Also ja, welcher ja. Sorte Eltern die dann sind. Und dann sieht man dann immer ganz schnell, naja, ich bin dann immer sehr froh, sage ich mal so, wenn es dann doch verpixelte Kinder sind. Ja. Hat wir nicht irgendwo Silos hier? Ja, ganz unten rechts. Geil. Aber du musst, wenn du Heu übrig hast, musst du Ja. es direkt im Stall in dieses Heudingens reinpacken. Ah. Kann aber sein, dass es nicht funktioniert, weil wir einfach sehr viel Heu haben. Also ich glaube, die Silos sind sogar voll. Ja, ich habe nur 4 reinlegen können. Ich fahre jetzt übrigens mal hier in die Schädelhöhle. Mach das mal. Ich habe hier... Pam Ich kommt hab hier noch hier zu tun. grad an. Ich packe mal noch ein paar Sachen bei mir aus vielleicht. Das wäre... Da muss ja hier mal ein bisschen Iridium werden. Warte mal, ja, das ja, brauche ich ey, wir nicht. brauchen richtig Iridium. Die Gießkanne brauche ich nicht, die Hacke brauche ich nicht, die Angel brauche ich nicht, Amethyst brauche ich auch nicht. Den Rest nehme ich mal mit. Ja, Das wie ist ist echt alles voll. Ey. Ja, ist doch aber gut. Sind wir gut gerüstet für den Winter. Ja, auf jeden Fall natürlich. schon mal. Natürlich. Will mich auch Auf gar in nicht die allzu Wüste. sehr beschweren. Also ich meine, du kannst gern zu Robin gehen und ein weiteres Silo in Auftrag geben, ne? Das ist können wir auch auch noch nicht. machen. Aber ich glaube, die baut noch bei mir, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Aber, aber Hofgebäude kannst du, glaube ich, trotzdem setzen lassen, oder? Obwohl, nee. Nee, die muss ja bauen. Ah, weiß ich nicht. Ja. Nee, ich gehe jetzt zu Gas, weil der kriegt auch einen weißen Thun von mir. Habe ich nämlich auch immer noch nicht gemacht. So, auf in die Schädelhöhle. Oh, ich habe natürlich richtig Glück. Hab hier direkt eine Monsterebene oder was. Ey, da gehe ich aber direkt wieder raus und wieder rein. Och, jetzt habt ihr doch mal Was nicht ein... so. Ja, Alter, was ein Schmutz. Ey, Na, was? was Die hat denn? sich nicht resettet, die Ebene. Was ist denn das für ein Kack? Ja. Boah. Warte, Hailey, ich habe hier noch eine Sonnenblume für dich. Mann, ich wollte doch Iridium, Alter. Jetzt krieg ich hier Schleim und so nur. Und wahrscheinlich einer aufs Maul. Merke, Schleim ist kein Iridium. Nee. Aber eine Bombe habe ich auch bekommen. So. Gas, wo bist du? Gas, wo bist du? Gas? Okay.
geht aber ganz Wo ist er gut hier. Die Schleime sind schwach. Ja, ein bisschen Iridium. Hey, wo ist der denn? Hervorragend. Warum ist der nicht da? Bam. Oh, dieser Penner, ey. Vorhin Hälfte des Tages ist einfach schon wieder rum. Ja, Und, also heute ist wirklich schwierig. naja, und ich meine, ich bin jetzt auf Ebene 2. Das ist halt so lächerlich, ey. Oh, das kommt schon an. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade rumläuft, ey. Ah, das nervt mich jetzt. Wirklich. Ja. Warte mal, ich überlege gerade, waren wir mit den Kindern im Netz irgendwie fertig? Ich glaube, Wir sind beide dagegen. Ja, eben, Leute, das macht man halt nicht. Einfach mal nicht machen. Generell ladet einfach keine Fotos hoch, die ihr vielleicht irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt mal bereuen werdet. Ja, denkt zweimal drüber nach. Muss ich das Foto jetzt wirklich hochladen? Ja, die Notwendigkeit sollte So, man vielleicht noch mal. warum mache ich das gerade? Warum möchte ich das Foto hochladen? Möchte ich irgendwie was von meinem... Es ist ja scheißegal, wenn niemand drauf ist. Ja, wenn niemand drauf zu sehen ist, ist es ja scheißegal. So, wenn du irgendwelche Landschaft, selbst wenn es, keine Ahnung, wenn es irgendwie nur Landschaft ist oder irgendwelche Blumen, keine Ahnung, mach. Ja. So, interessiert niemanden. Aber sobald da Menschen drauf sind, Ja, denkt nochmal drüber nach. Ganz einfach. ja. Es ist wirklich nicht schwer. Das hier kann ich noch verkaufen. Das. Noch irgendwas? Das auch noch. Eine Omnigeode. So, ich angel jetzt einfach noch. Der Tag ist irgendwie nicht so sonderlich gut genutzt, obwohl ich kann ja nachher noch zu Gast gehen und da noch den weißen Thun vorbeibringen. Das schon noch. Das kriegen wir noch hin. Ja. Und auch ein paar Aufträge mal wieder erfüllt. Oh, ey, was ist denn das hier? Ich krieg nur solche Monsterebenen gerade. Also Ebene 5 ist auch wieder eine Monsterebene. Juhu. Juhu! Was ist das für ein Schmutz, ey? Schmutziger Schmutz, der schmutzig ist. Richtig schmutzig. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Stinkt. Die Sache stinkt. Ah. Oh. Weißt Gut, du, ich muss was nicht mag? erzählen. Ich bin gerade Ja. Weißt du, was ich nicht mag? Menschen. Achso, Ich habe schon oft darüber gesagt, dass ich es nicht mag, oder ich habe schon oft darüber gesprochen, dass ich nicht mag, wenn Menschen irgendwie stehen bleiben. So U-Bahn, Oh. Treppe und so weiter. Ja, weißt doch, der Arschlochfaktor und so, ne? Genau. Und weißt du, was ich auch nicht mag? Was Menschen nämlich auch machen? Man geht Laufen? Ja. Und zwar gehen, laufen, existieren, gehen einen Gang entlang oder ich gehe einen Gang entlang, der relativ schmal ist und die andere Person auch und die sind irgendwie zu zweit und gehen natürlich nebeneinander. Weil solange die Ganz nicht müssen, schlimm. gehen die ja auch nicht, gehen natürlich nebeneinander, weil die miteinander reden wollen, etc. pp. Ne? Ist ja alles okay. Wenn ich dann jetzt aber meines Weges daherkomme, dann muss man ja Platz Direkt machen. anrempeln. Da muss man ja eigentlich Platz machen, aber die machen Anrempeln. keinen Platz. Ey, sorry, aber da bin ich eiskalt da anrempeln. Naja, Also natürlich. Also nicht jetzt umnocken, ne? Aber die schon merken lassen, ey, ihr steht einfach im fucking Weg. Na, die stehen ja nicht im Weg, sondern die gehen, die kommen auf mich Ja, zu dann gehen und sie können halt im ja Weg. eigentlich selber nicht vorbei, Bob. Die können eigentlich selber nicht Ja, deswegen vorbei. Anrempeln. Und die machen Also da einfach, bin ich skrupellos. und anstatt einfach mal wirklich einen Schritt zu warten, hinter oder vor die Person zu gehen, damit wirklich Platz ist, nein, schieben die sich so halb, aber auch nur so Viertel hinter die andere Person. Dann kannst du es auch sein lassen, Alter. Dann renne ich nächstes Mal in dich rein. Was Ja. ist denn das für ein Unding? Wie sind denn die Menschen erzogen worden? Würde ich so machen. Direkt reinrennen. Wenn Ich ich habe zu direkt zweit einen unterwegs bin. Iridium-Barren bekommen. Geil. Geil. Wenn ich zu zweit unterwegs bin, ich gucke immer, dass ich Platz mache. Ich achte immer darauf, dass ich irgendwie... Das hört sich seltsam an, wenn ich zu zweit unterwegs bin. Na, ich mit mir selber.
Ja. Weil du einfach so ein übelster Schrank bist, dass du für 2 Personen Platz wegnimmst. Ja, ich habe überlegt, diese Woche wieder zum Sport zu gehen. Also vielleicht bald. Nächstes Jahr ist mein Jahr, ne? Ja. Da muss ich mir eine neue Kamera holen, weil ich gar nicht mehr reinpasse im Stream. Ne? Das ist, Weitwinkelobjektiv. Breitwinkelobjektiv. Ja. Geil. Aber erstmal 3 Jahre Masse und dann definiere ich. Ja. So. Mach ich auch so. So, ich wollte noch zu Gast. Hier liegt noch eine Weintraube. Eine Brombeere, meine ich. Der fette Clint, ey. Dick hat er gesagt. Wie in dem Flint Hammerhead Video heute. Hey, Oh mein fettes Gott. Kind, gib das Eis zurück. Alter, meine Silikontüten wackeln oder. Alter. Das ist so Haben wir gut, früher Alter. geguckt, ey. Warum gucken wir das heute nicht mehr? Was hat man den Kindern früher zugemutet? Ja, aber deswegen sind wir doch jetzt auch so Witzig? witzig. Ja. Weil das war schon lustig, ey. Gott, war das witzig heute. Das ist will so mir wie noch den so zweiten wie Teil alte angucken. Werbung gucken. Aber besser. Alte Werbung, wo Sexismus auch noch groß geschrieben wird. Ja. So. Ich muss mal hier noch. Es ist ja schon 21:10 Uhr. Ja, es ist schon wieder voll spät. Ja, ich hab bin hier auf irgendwie Ebene 8, ne? Ich müsste so auf Ebene 100 irgendwie mal irgendwann kommen. Ich muss immer noch auf Ebene 25 kommen. Und ich Gar muss auch nichts sagen, der gemacht Loot irgendwie. ist heute auch gar nicht so geil. Hattest du wohl nicht genug Glück heute? Ja. Ja, irgendwie nicht so. ja. Also ich habe schon so Zeug bekommen, aber jetzt nichts, wo ich sage, oh, außer vielleicht die eine Omni-Geode, obwohl die jetzt auch nicht so der Burner ist. Aber naja. Ich weiß immer nicht, ob so Labello benutzen im Winter, ob das gut ist oder nicht. Ich habe mal gehört, Mir Dass man wurde es das- empfohlen, ich mach's aber trotzdem nicht. man soll das nicht machen, weil die Lippen sich dann nicht mehr von selber einfetten, das quasi Oh, irgendwie okay. verlernen und dann man immer wieder das benutzen muss, weil die Lippen das halt nicht mehr selber machen. Jetzt brauche ich mal so ein paar pfiffige Leute in den Kommentaren. Sagt ihr mal, wie ist denn das? Soll man das machen, soll man das nicht machen? Ist das gut, ist das schädlich? Ich habe da nämlich wirklich keine Ahnung. Und ich habe auch nie das Gefühl, dass das hilft. Das ist das Schlimmste. Was Ich zum Beispiel hilft finde wirklich? Labello voll eklig. Ja, Also Ich es ist würde für mich gern genauso wissen- wie so Creme so. Ich fühle mich dann einfach fettig. nee, Fettiger als sonst. normale Creme finde ich schon okay, Nee, Weil ich finde das mein- voll eklig. weil sonst meine ganze Fresse irgendwie einreißt. Was irgendwie Ja. nicht ganz so cool ist. Ich Ähm. nehme das in Kauf. Meine Lippen sind einfach immer spröde und aufgerissen. Ist mir scheißegal. Aber küssen kannst du. Oh ja. Es kribbelt dann halt ein bisschen mehr. Oh Gott. Nee, aber ich war schon immer so ein Labello-Verweigerer, sag ich mal. Ein Labello-Gegner. Querdenker in Sachen Labello. Scheiße, ich brauche hier... jetzt. Oh, ein violetter Pilz. Ähm, Den heben wir aber auf. shit, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen hier. La. Wir brauchen Das ist ja endlich groß noch da ist. Teleport-Scheiße hier. Ja, dazu brauchen wir richtig viel Kohle erstmal. Also ich glaube, ein so ein Obelisk ist 1 Million, glaube ich. Scheiße, was? Naja. 1 Million plus irgendwie ein paar Resources, die aber... 1 Million. Million. Und das Zepter der Rückkehr ist ja sogar 2 Millionen Oh. pro Stück. Alter. Warum steht ein Pferd eigentlich hier mitten im Weg? Oh, mein Keller ist fertig. Ja, ist doch schön. Stimmt, der war der nicht schon letztes Mal fertig? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber dann können wir ja da auch solche Reifefässer reinballern. Ja. So, ich gehe erstmal ins Bett. So, warum ist denn hier eigentlich eine Spitzhacke drauf bei den Ressourcen? Naja, machen wir wohl nächste Folge, ne? Ja, reicht ja auch. Alter. So. Abigail, frag mich was. Anscheinend Wann hatte Penny dich gefragt? Vor dem Verkaufsscreen oder danach? vor. Ah, okay. Das ist ja gut zu wissen.
Naja, oh, ich habe ein UFO hier im Screen. Ich noch nicht. Aber ich habe eine Verabschiedung zu machen, denn die Folge ist vorbei. Das ist richtig. Das ist richtig, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir schon sehr. Oh, ich habe auch ein UFO. Jetzt umso mehr. Leute, danke fürs Reinschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Habt ein schönes Weihnachtsfest, falls es noch nicht war. Ich weiß gerade gar nicht, welches Datum heute ist. Ich weiß gerade auch nicht, wo wir in der Produktion gerade sind. Hauptsache, ihr werdet haben schöne Weihnachten, schöne Festtage, einen guten Rutsch. Und das sage ich jetzt einfach für die nächsten 3 Folgen noch und dann müsste das eigentlich passen. Ja. Vielleicht guckt ihr die Folge aber auch zu Ostern, dann habt ein schönes Osterfest. Pfingsten, ne? Schönen frohen Leichnam. Führerschein hatten wir einmal noch. Führerschein, genau. Sebastian, ganz toll gemacht. Meld dich endlich mal. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Führerschein und Sabine, toll, dass du die Bäckereiprüfung jetzt bestanden hast. Ja, für alle anderen, seid auch wie Sebastian und Sabine. Macht was aus eurem Leben. Wir machen jetzt die nächste Folge Stardew Valley. Bis dann. Tschüss.